Wie geht eine erfolgreiche Zwischenfrucht? Das zeigt dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm. Mein Name ist Christoph Rutscher. Ich freue mich wie immer, dass du dabei bist. Es geht in diesem Video darum, wie geht eine erfolgreiche Zwischenfrucht? Das heißt, wann macht die Zwischenfrucht das, was du willst? Und da fängt schon mal an. Du musst in allererster Linie einmal dir im Klaren werden, was ist dein Ziel? Was möchtest du mit der Zwischenfrucht erreichen? Was willst du mit der Zwischenfrucht? Was sind die Funktionen, die die Zwischenfrucht erfüllen kann? Und das kann ganz unterschiedlich sein. Ja. Das kann beim Erosionsschutz beginnen, dass dir die Erde nicht abgetragen wird von Wind und Wetter. Das geht weiter zum Fördern von Bodenleben, vom Fördern von Bodengesundheit. Mit lebenden Pflanzen können wir ja Bodenleben hervorragend fördern und Bodengesundheit hervorragend in die richtige Richtung lenken. Das kann aber auch sein Nährstoffkreislauf steuern. Ja, wenn du ein Betrieb bist mit sehr viel Stickstoff im Kreislauf, das heißt vielleicht Wirtschaftsdünger und Stickstoffüberhänge hast, dann möchtest du natürlich diese Stickstoffüberhänge, diese Kreisläufe in die richtige Richtung steuern, dass sie bei der Hauptkultur perfekt ankommen. Das kann aber auch genau umgekehrt sein, wenn du zu wenig Stickstoff am Betrieb hast. Das heißt, reiner Ackerbaubetrieb vielleicht und ohnehin schon mit Dünger knapp bemessen arbeiten musst, dann können wir natürlich die Zwischenfrucht dafür nutzen, Stickstoff aus der Luft zu bilden, im besten Fall, und neuen Stickstoff ins System zu bringen. Das Ziel kann aber genauso sein, gewisse Risiken in der Fruchtfolge zu minimieren. Es kann sein, Bodenstruktur zu verbessern. Nichts kann Bodenstruktur besser herstellen wie eine Wurzel einer Pflanze. Und wenn das noch dazu viele verschiedene Wurzelarchitekturen sind, dann geht das natürlich viel besser. Eine Zwischenfrucht kann auch hervorragend Bodenverdichtungen beheben. Das heißt, hier sehr, sehr gut eingreifen. Eine Zwischenfrucht kann auch Unkraut unterdrücken. Du siehst also, es gibt einen ganzen Haufen verschiedenster Ziele, Funktionen, die eine Zwischenfrucht erreichen kann. Und um zu messen, zu bewerten, ob die Zwischenfrucht erfolgreich ist, musst du eigentlich schon zuvor wissen, was willst du eigentlich damit. Und nur dann kannst du sagen, ja, hat funktioniert, war erfolgreich. Und es ist natürlich so, dass diese Ziele unterschiedlich sind, diese Anforderungen unterschiedlich sind, sehr, sehr betriebsspezifisch sind. Und jetzt kommt eine kurze Werbung. Genau deshalb bieten wir unser Yours to Grow Programm an. Ab 25 Hektar kannst du mit mir gemeinsam deine individuelle Zwischenfruchtmischung entwickeln. Wir produzieren das, wir liefern das, um eben deine individuellen Ziele zu erreichen. Werbung ist jetzt wieder vorbei. Das heißt, wir haben diese verschiedensten Ziele, die wir wissen müssen davor, um zu messen, ob die Zwischenfrucht erfolgreich ist. Und wie geht das jetzt? Naja, mit dem Einsatz der richtigen Pflanzenarten aus den richtigen Pflanzenfamilien. Wir haben verschiedenste Pflanzenfamilien und darin verschiedenste Pflanzenarten, die uns sozusagen im Werkzeugkasten des Zwischenfruchtanbaus zur Verfügung stehen. Wir haben die Leguminosen, die prinzipiell dafür bekannt sind, dass wir Stickstoff aus der Luft damit binden, die aber unheimlich wichtige Komponenten in einem Zwischenfruchtbestand sind, auch wenn Stickstoffbinden aus der Luft gar nicht so wichtig ist, weil sie schnell verwertbares Material haben. Das Material mit dem engen Zellenverhältnis führt dazu, dass schnell wieder Stickstoff in den Kreislauf kommt. Sie können gut auch viele andere Nährstoffe wie Stickstoff aus dem Boden speichern und den eben schnell wieder zurückgeben. Wir haben Kreuzblütler, also den Rettich, den Ölrettich, den Mediterrationsrettich, äthiopischen Kohl, die Rübsen. All diese Kreuzblütler, die sind sehr, sehr robuste Pflanzen, können hervorragend mit ihren Pfahlwurzeln Bodenstrukturen verbessern, Verdichtungen aufbrechen, sehr, sehr gute Unkrautunterdrückung. Wir haben Korbblütler wie die Sonnenblume, den Safflor, das Rahmtilkraut, die auch verschiedenste Funktionen haben, teilweise unterschiedliche Nährstoffe aufschließen können. All diese Pflanzen haben ja im Laufe ihrer Evolution ihre spezifischen Fähigkeiten entwickelt, wie sie die richtigen Nährstoffe binden und bekommen, und das können wir klug einsetzen. Es gibt dann natürlich noch die Gräser, wie den Sandhafer, wie den Grünschnittrocken, Sudangras, welches Weidelgras. Auch diese können gezielt und richtig in einer Zwischenfrucht eingesetzt werden, mit ihren Feinwurzeln, mit der Wurzelarchitektur, die im oberen Bereich hervorragend durchwurzelt. Sehr, sehr starke Wurzelausscheidungen. C4-Pflanzen, zum Beispiel hier das Sudangras mit einer extrem hohen Photosyntheseleistung, um Kohlenstoff in den Boden zu bringen. Wir haben auch so ausgefallene Pflanzen, die jeder kennt, wie die Facelie aus den Wasserblattgewächsen, den Ölein aus den Flachsgewächsen, der Buchweizen aus den Knöterichgewächsen. Das heißt, wir haben ein großes Repertoire verschiedensten Pflanzenarten aus verschiedenen Pflanzenfamilien, die eben im Laufe der Jahrmillionen der Evolution verschiedenste Fähigkeiten entwickelt haben und die wir am besten möglich einsetzen wollen, um die davor definierten, davor erklärten oder gewünschten Ziele und Funktionen zu erreichen. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt dazu. Die Forschung der letzten 10 bis 20 Jahre und vor allem auch die Praxis hat gezeigt, dass die Funktionen, die Ziele einer Zwischenfrucht am besten erreicht werden können, wenn wir das mit diversen artenreichen Mischungen machen, weil dann einfach
die Ziele stabiler erreicht werden, Zwischenfrucht verlässlicher ihre Funktionen erfüllt, also verlässlicher erfolgreich ist. Ganz einfach, weil es gegenüber Witterungsbedingungen besser zurechtkommen, artenreiche Bestände, die Pflanzengesellschaften, diese verschiedenen Pflanzenarten können natürlich auch mit biotischen Stress besser umgehen. Das heißt, wir haben hier eine verlässlichere Möglichkeit, um erfolgreich die Zwischenfrucht zu führen. Und hinzu kommt, und das ist natürlich auch noch ganz besonders, die artenreichen Zwischenfruchtbestände sind ganz einfach effizienter in der Nutzung des Sonnenlichts und auch vor allem in dem, was unter der Erde passiert. Wir wollen ja unter der Erde Wurzeln haben, die den Boden strukturieren, die dem Boden sozusagen ein Gerüst geben, eine Bewährung geben, um Struktur zu schaffen. Und wir wollen ja mit den Wurzeln unter der Erde auch das Bodenleben füttern. Jede Pflanze scheidet für ihre Wurzeln Kohlenstoff letztlich aus. Das heißt Fette, das heißt Kohlenhydrate, Zucker. Mit diesen Ausscheidungen ernähren sie ganz spezifische Mikroben, jede Pflanzenart unterschiedliche. Natürlich gibt es viele Mikroben, die von verschiedensten Pflanzenarten ernährt werden, aber je artenreicher der Bestand ist, desto ein diverseres Bodenleben kann ich fördern und damit natürlich das Ziel der Diversität unter der Erde, das wiederum dafür sorgt, dass Pathogene nicht überhand bekommen und das natürlich insgesamt dafür sorgt, dass mehr mikrobielle Biomasse unter der Erde ist und die ist unheimlich wichtig, um Nährstoffe aufzuschließen und letztlich um Humusaufbau zu haben, nämlich Kohlenstoff in Boden zu bekommen. Das heißt, es geht eigentlich darum, die verschiedenen Pflanzenarten, die zu uns zur Verfügung stehen, um die Ziele zu erreichen, in einer klugen Art und Weise zu kombinieren, dass wir Mischungen haben, die dann wirklich den Erfolg bringen. Und jetzt kommt wieder die Werbung, weil es sich anbietet, genau damit beschäftigen wir uns ja schon seit mittlerweile einigen Jahren. Ich und mein Team, fast schon ganzjährig, beschäftige ich mich mit Zwischenfrüchten. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Es gibt unheimlich viel dabei zu lernen. Und wir bieten deshalb auch unsere Standardmischungen an. Das sind artenreiche Zwischenfruchtmischungen. Schau vorbei, schau auf die Website farmtofarm.eu. Vielleicht ist was für dich dabei. Probier es aus. Aktuell gibt es noch bis nächste Woche einen Frühbezug, das heißt eine Aktion und die halben Versandkosten. Schau rein, würde mich freuen. Und jetzt geht's auch wieder weiter. Also, es scheint, als wäre der wichtigste Teil erreicht, wenn man weiß, wie man die richtige Zwischenfrucht aufgrund der Ziele konzipiert und dann einsetzt. Das ist aber natürlich nicht einmal die halbe Miete, denn das Invest in die Zwischenfrucht macht nur dann Sinn, wenn der Zwischenfruchtbestand sich auch so entwickelt wird oder zumindest. Das heißt, wir kommen zum Punkt Aussaat und Aussaatzeitpunkt, Aussaattechnik. Da gibt's ja viele Diskussionen, da gibt's viele Möglichkeiten. Es gibt da keine pauschale Lösung, es gibt kein Patentrezept. Aber ich denke schon, dass es unheimlich wichtig ist, dass man sich im Kopf das verinnerlicht, dass man sich über die Aussaattechnik genauso viele Gedanken machen soll, wie für die Aussaat einer Hauptkultur. In den meisten Fällen ist natürlich Drillsaat ideal, weil ich dann die ideale Ablage habe. Ich möchte das Saatgut genau dorthin bringen, wo ich es hin ablegen will. Aber es geht natürlich auch mit anderen Möglichkeiten. Es geht auch mit Kleinsammelsteuern auf Bodenbearbeitungsgeräten, zu APV-Streunen. Es geht auch mit der Drohne, wenn der Niederschlag passt. Es ist betriebsspezifisch und individuell. Ich glaube aber, das Wichtigste ist, dass du dir überlegst, okay, wie kann ich jetzt dieses Saatgut so in meinen Acker bringen, dass es bestmöglich sich entwickelt. Und wenn ich das mache, wenn du das machst, dann bist du 100% am richtigen Weg, denn dann wirst du auch die richtige Technik dafür finden. Der Aussaatzeitpunkt, da gibt es ja auch grundsätzlich diese Regel oder dieses Postulat, sofort nach der Ernte die Zwischenfrucht aussehen. Das ist natürlich auch nicht ohne Risiken. Das ist ganz klar, aber ich bin auch immer noch davon überzeugt, dass es der richtige Weg ist. Also die Zwischenfrucht so früh wie möglich nach der Ernte in den Boden zu bringen. Warum? Für die Zwischenfrucht haben wir ein begrenztes Fenster, nämlich nach der Ernte bis zur Aussaat der neuen Kultur. Und wir wollen am Ende das Sonnenlicht nutzen, um Kohlenstoff aus der Luft in den Boden zu bringen, Biomasse zu bilden, um unsere Ziele eben zu erreichen. Und je mehr Biomasse eine Pflanze hat, über der Erde wie unter der Erde, kann sie natürlich die Ziele, die Funktionen, die Anforderungen, die wir haben, erreichen. Das ist ganz klar. Denn je mehr über der Erde passiert, je mehr unter der Erde passiert, desto mehr passiert ganz einfach und desto mehr kann ich diese Ziele auch erreichen. Das heißt, es macht natürlich Sinn und gerade bei uns, je nördlicher du bist, desto eher macht es Sinn, so früh wie möglich in die Aussaat zu gehen. Warum? Weil einfach die Sonnenenergie, die uns zur Verfügung steht, um Pflanzenwachstum zu haben, im Juli, im August am höchsten ist, im September dann abnimmt und im Herbst rapide abnimmt. Das heißt, die Wochen und Tage, die wir im Sommer zur Verfügung haben, Sonnenenergie zu binden, die sind unheimlich wichtig. Die brauchen wir, um unsere Ziele zu erfüllen. Natürlich hat eine frühe Aussaat auch gewisse Risiken. Das bedeutet vielleicht irgendwie ein Problem mit der Technik, weil noch zu viel Stroh
darlegt. Natürlich bedeutet eine frühere Aussaat auch das Risiko, dass die Pflanzen früher in die Blüte gehen, früher in generatives Wachstum gehen, früher aussamen eventuell. Das sind aber alles Risiken, die steuerbar sind, auf die man sich vorbereiten kann. Natürlich ist ein üppiger, früher entwickelter Bestand im generativen Wachstum auch zäher, das heißt weiteres Zehenverhältnis. Das heißt, das Material im Frühjahr wieder ins System zu bringen, kann herausfordernder sein. Aber es geht letztlich darum, Kohlenstoff aus der Luft zu binden und in den Boden zu bringen, Humusaufbau zu betreiben und unsere Ziele zu erreichen. Und das schafft man mit lebenden, stark wachsenden Pflanzen. Und deshalb bleibt aus meiner Sicht immer noch auch hier das Ziel, so früh wie möglich in den Boden hineinzugeben. Natürlich betriebsspezifisch, das kann man auch hier nicht pauschal sagen, aber das Ziel, die Zwischenfrucht so früh wie möglich in den Boden zu bringen, ist immer noch aus meiner Sicht das Wichtigste. Also, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben, wie eine erfolgreiche Zwischenfrucht geht. Wenn du jetzt einen artenreichen Bestand hast und in der Zwischenfruchtmischung, vielleicht in unserer Zwischenfruchtmischung, verschiedenste Pflanzenarten findest, 10, 12, 15 oder 20 Pflanzenarten und du nicht sicher bist, welche Pflanze jetzt was ist, haben wir eine Lösung für dich. Nämlich wir haben jetzt ganz neu den Artenfinder entwickelt auf unserer Website mit allen Pflanzenarten, die bei uns in den Zwischenfruchtmischungen drinnen sind. Mit Fotos und kurzen, prägnanten Beschreibungen der Pflanzen kannst du dann auf deinem Acker die Pflanzenarten auch wieder gut finden und erkennen, die in deiner Zwischenfruchtmischung drin sind und die Funktionen und Ziele erreichen, die du erreichen wolltest. In diesem Sinne, ich hoffe, du hast das mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert, wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.